Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir kleine Hefezöpfe mit getrockneten Cranberries. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln. Ein halber Würfel reicht für 4 kleine Hefezöpfe. Zur Hefe jetzt 125 ml lauwarme Milch gießen. Die Milch habe ich ganz kurz in der Mikrowelle aufgewärmt. Hefe und Milch dann mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren. Den Zucker, etwa 2 Esslöffel dazugeben. Nochmals verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett in der Milch aufgelöst haben. Und dann 300 Gramm Mehl in einer Rührschüssel geben. Ein Ei dazugeben. ,50 Gramm kalte Butter. Außerdem das Hefe-Milch-Gemisch dazu gießen. Und zum Schluss noch ca. einen halben Teelöffel Salz dazugeben. Alle Zutaten danach mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer verkneten. Sollte der Teig zu klebrig sein, das liegt immer daran, wie groß das Ei letztendlich ist, einfach noch etwas Mehl dazugeben und weiter kneten. Außerdem noch 125 Gramm getrocknete Cranberries dazugeben und unterkneten. Die Arbeitsplatte anschließend etwas einmehlen. Den Hefeteig auf die bemehlte Fläche geben. Der Teig sollte jetzt zwar noch etwas klebrig sein, aber nicht mehr an den Fingern kleben bleiben. Dann von außen nach innen ziehen, durchkneten und den Teig so von allen Seiten mit einer dünnen Mehlschicht bedecken. Eine Kugel aus dem Teig formen. Dann in eine Rührschüssel legen und abgedeckt mit einem Küchentuch für etwa 30 bis 45 Minuten ruhen lassen. So lange, bis der Teig in etwa sein Volumen verdoppelt hat. Dann nochmals kurz auf der Arbeitsplatte durchkneten. Anschließend in ungefähr 4 gleich große Stücke schneiden. Und jedes Teigstück danach nochmals in 3 gleich große Stücke teilen. Die 3 kleinen Teigstücke dann unter den Handflächen rollend zu ca. 15 bis 20 cm langen Strängen formen. Die fertigen Stränge dann an einem Ende übereinander legen, etwas andrücken und danach zu einem Zopf flechten. Zuerst etwas auseinanderziehen und dann einen der äußeren Stränge über den in der Mitte legen, dann den anderen äußeren Strang ebenfalls über die Mitte schlagen und wieder den gegenüberliegenden äußeren Strang über die Mitte legen und so weiter. Immer den äußeren über die Mitte schlagen und dann den entgegengesetzt äußeren Strang ebenfalls über die Mitte schlagen.
So lange, bis ihr am Ende angekommen seid. Dann die 3 Enden übereinander legen, einmal umklappen, sodass sie unten unter dem Zopf verschwinden. Das gleiche oben auch nochmal machen. Und so sieht der fertig geflochtene Zopf aus. Danach ein Backblech mit Backpapier auslegen und die fertigen Zöpfe mit etwas Abstand zueinander darauf verteilen. Und dann nochmals mit einem Küchentuch abdecken und für weitere 20 bis 30 Minuten ruhen lassen. Jetzt ein Ei mit einem Pinsel verquirlen . Und die aufgegangenen Hefezöpfe damit gründlich einpinseln . Und danach im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ca. 30 Minuten goldbraun abbacken. So sehen die fertig gebackenen Zöpfe danach aus. Schön goldbraun. Die Cranberries sind teilweise sehr gut zu erkennen. Jetzt schneiden wir nochmal einen Zopf an. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.